Hi, nun ist also der Super-GAU eingetroffen. Der Patch vom 13. Januar sollte eigentlich schützen, doch nun zerstört er bei vielen Systemen die Bootfähigkeit. Zuerst war nur Outlook Classic ein bisschen eingefroren, da waren Dritthersteller-Apps betroffen, die nicht mehr reagiert haben, auch da gab es einen Fix. Auch Citrix Remote Desktop und Remote Desktop allgemein konnte Microsoft durch ein Zusatzupdate beseitigen. Aber jetzt tauchen immer mehr Meldungen auf von Nutzern, die mit einem Bluescreen beglückt werden mit dem Stopcode Unmountable Boot Volume. Laut Microsoft lässt sich das System nicht bis zum Windows laden. Stattdessen zeigt das System einen schwarzen Absturzbildschirm mit dem Hinweis, dass ein Neustart erforderlich sei, der das Problem aber leider nicht behebt. Das heißt, das Betriebssystem erkennt sein eigenes Startlaufwerk nicht mehr, daher die Fehlermeldung Unmountable Boot Volume. Microsoft bestätigt, es handelt sich um einen schwerwiegenden Fehler, der vor allem Windows 11 Version 24H2 und 25H2 betrifft. Und zwar alle Editionen. Die erste Warnung kam übrigens von der Community-Plattform AskWoody, die interne Hinweise ausgewertet hat. Kurz darauf bestätigte Blippy Computer, dass Microsoft offiziell ermittelt. Bisher gibt es nur eine begrenzte Zahl an Meldungen von betroffenen Usern. Aktueller Stand ist allerdings, dass ausschließlich physische Rechner betroffen sind. Virtuelle Maschinen zeigten bisher kein solches Verhalten. Somit lässt es sich natürlich auch nur schwer reproduzieren. Aber in den gemeldeten Fällen ist eine manuelle Wiederherstellung nötig, um das System überhaupt wieder startfähig zu machen. Was das Ganze natürlich umso problematischer macht. Im Microsoft Statement steht auch, dass der Konzern derzeit prüft, ob es sich um eine Regression handelt, die direkt durch das Januar-Update ausgelöst wurde. Eine abschließende Bestätigung hat es bis jetzt noch keine gegeben. Microsoft bittet darum, Nutzer und Administratoren Feedback über die Feedback Hub App zu senden, um die Suche nach dem Fehler zu unterstützen. Microsoft rät offiziell nach wie vor immer noch das Update nicht vorschnell zu deinstallieren, wenn keine Probleme auftreten, was man natürlich vorher nicht wissen kann, ob das System nach dem Update nochmal hochfährt oder nicht. Fakt ist aber, dass natürlich bei diesem Update einige Sicherheitslücken geschlossen worden sind. Also im besten Fall macht ein Backup, führt das Update durch, schaut, ob alles funktioniert und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ansonsten Variante 2, Updates stoppen und warten, bis hier alles gefixt wurde. Denn ein Update soll natürlich sicherer machen und nicht einen PC unbrauchbar. Und hier gehen wir noch schnell die Liste durch, welche Probleme noch bestehen, welche schon einen Fix haben, welche Microsoft auch anerkennt, welche nicht. Als allererstes haben wir hier die Outlook Classic Freezes, wird von Microsoft anerkannt, gibt einen Fix KB 5078127 und betrifft alle unterstützten Versionen von Windows. Als nächstes haben wir Dritthersteller-Apps, wo nicht mehr reagieren, auch anerkannt von Microsoft, wurde gefixt mit dem KB 5078127. Auch hier waren alle unterstützten Versionen von Windows betroffen. Dann haben wir noch die Black Screens oder Hintergrundbild-Resets. Das wurde nicht offiziell anerkannt von Microsoft. Hier hilft aber ein Neustart von Windows oder das manuelle Neuauswählen eines Hintergrundbilds. Betroffen sind Windows 11 25H2 und 24H2. Dann gab es noch Berichte über den Sleep Mode S3, der nicht mehr funktioniert hat auf älteren Systemen. Auch das wird offiziell nicht anerkannt. Und dazu gibt es leider auch keinen Lösungsansatz, der Abhilfe schaffen könnte. Dazu kommt noch, dass die Desktop-INI-Datei kaputt ist im File Explorer. Auch das nicht offiziell anerkannt. Es gibt auch keinen Workaround. Die Ordner funktionieren zwar, aber das User-Interface ist nicht ganz korrekt. Betroffen Windows 11, 25H2, 24H2. Dann noch Citrix Remote Desktop. Das wurde von Citrix selbst anerkannt. Deren Statement ist Update deinstallieren oder zu Alternativen wechseln. Betroffene Systeme Windows 11, 25H2, 24H2 und Windows Server 25 und 22. Dann haben wir noch das normale Remote Desktop, wo nicht mehr funktioniert. Das wurde von Microsoft anerkannt und wurde durch das Out-of-Band-Update KB 507 7744 gepatcht und betrifft alle unterstützten Versionen von Windows. Dann wurde noch das Shutdown-Feature, also das eigentliche Herunterfahren, gepatcht, weil oft der Rechner einfach neu gestartet hat, statt runterzufahren. Das wurde offiziell anerkannt und der Fix war im ersten Out-of-Band-Update KB 507 7797 vorhanden und betrifft nur 23H2.
Und zu guter Letzt, das System startet nicht mehr, wurde auch anerkannt von Microsoft. Nennen wir es mal Workaround, den es hier vorgibt, Windows Recovery benutzen oder eine Neuinstallation von Windows mit der ISO. Betroffene Versionen 25H2 und 24H2. Bisher hatten wir in den Kommentaren noch niemanden, der eines der genannten Probleme hatte. Ich selbst habe auf einem Testsystem nur die Blackscreens gehabt. Solltest du von einem der Probleme betroffen sein, schreibe in die Kommentare, ob dir die Workarounds geholfen haben oder nicht. Und lass gerne einen Like und ein Abo da. Und ich hoffe natürlich, dass ihr nicht betroffen seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.